So, jetzt ist alles wieder am alten Fleck. Sorry für die kurze Verzögerung. Ich hoffe, die Musik war angenehm. Dann wollen wir auch mal den Stream starten, wa? Irgendwie kann ich meinen Filmfenster nicht verschieben. Na geil. Ich fürchte, Leute. Achso, ich weiß, was los ist. Menschenscanner, da muss schon neu starten. Also einen kleinen Anzeigefehler. So. There we go. So. Danke für die Geduld. Jetzt können wir. Also Leute, hallo und willkommen zum heutigen Path of Exile Stream. Ich hoffe, ihr habt Spaß und seid wieder mit dabei. Wir melden uns schnell an und starten den Stufe 60 Charakter, den wir hier haben. Ja, wollen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich habe in der Zwischenzeit mir ein paar Tutorials angeschaut, ein paar Spieler, ne? Aber auch gesehen, dass man, was ich jetzt anders machen werde, denke ich, nicht alles wegrasieren muss. Kann sich um die Viecher kümmern, die halt da sind. Also nee, das ist der falsche Charakter, glaube ich. Sorry. Genau, der hier ist Level 60. Wir hatten den hier, Level Power. Der über. So, wir werden uns, so wie ich es gelernt habe jetzt, vor allem auf blaue Gegner konzentrieren. Ja. Weil die geben die meiste EP. Weiße Gegner brauchen wir nicht wirklich machen. Die geben fast keine EP, diese Zeitverschwendung praktisch. Es sei denn, die haben was Wichtiges. Und goldene sind auch wieder Zeitverschwendung, obwohl die werde ich tatsächlich machen. So. Ja. Oh. Leider kein Verbündeten so nah dran. So. Einfach hier durch jetzt. Mit dem anderen Charakter, den ich jetzt zwischenzeit gelevelt habe, schon Level 60 jetzt. Nicht so viel weiter, aber schon ein gutes Stück, fair zu sein. Ich muss das ja mal zu nur laufen, ne? So. Nur bewegen. So, wir suchen den Ausgang. Ups. Ja, das ist wahrscheinlich. Achso, genau. Ein kleiner Trick ist sozusagen so, unsere Minions machen genug von den Viechern hier. Theoretisch. Dass wir halt immer unser Quecksilberfläche benutzen können. Du denn? Achso, was ist so ein Gefangener? Okay. Wenn man so Zombies spielt und sowas, das ist so eine der wenigen Klassen, wo man sich wünscht, noch weiter rauszoomen zu können. In der wenigen, naja.
Ist meine E aktiv? Nee. Aber der ist aktiv. Okay. Das war der, das Golden sozusagen. Brauchen wir uns eigentlich nicht wirklich kümmern. So. Ja, ich habe ganz vergessen, dass ich die Sphäre dabei habe. Da muss ich mir merken. Mensch. So, falls sich irgendwer fragt, warum es heute keinen GTA-Stream oder sonst was gibt. Uns einfach, Niklas kann heute nicht. Muss heute irgendwas arbeiten, der Niklas. Tja, kann man jetzt nichts machen. Jetzt wir einfach hier weiter. So, die Frage ist, wo ist der Ausgang? Es gibt von hier aus nur einen, ja. Soll also nicht kein zu großes Problem haben jetzt. Ne, nach da oben war ich schon. So. Ui. Kommt, zieht sie rein. Nice. Okay, es funktioniert an sich, wie ich mir denke. Es wäre hält sie fest und dann können die ganzen Viecher da rein. Nee, das ist falsche Richtung. Jetzt habe ich den darüber überholen. So. Ja, das sind auch blau, also ein kleiner XP-Stapel ist hier praktisch. So, haben wir die alle? Mal gucken. Ich werde trotzdem noch alle Texte vorlesen oder mir zumindest anschauen. Auch wenn es jetzt praktisch ein bisschen schneller wird, was wir halt dann machen. Wir haben so viel Content noch vor uns. Die machen immer mehr. Wir können das nicht sozusagen für immer so machen. Also wir könnten vielleicht. Aber dann kommen wir zu nichts. So. So. Wenn wir jetzt eine Flash-Fähigkeit hätten, können wir hier durch ein paar Gitterstäbe durch. Aber so müssen wir hier unten lang, soweit ich weiß. Ja. Aber mein Banner aus? War der Effekt das an? Okay. Nee, warte. Ah, das ist das Totem. Okay. War denken, das Totem zu machen. Ah, da ist der Typ, den wir besiegen sollen, da unten. Das Rotzeichen. Was machen die denn da unten? Okay. Wir müssen zurück. Wir müssen zu dem netten gelben Ausrufezeichen da jetzt. Na, ich bin so gewohnt, dass Mittelklick jetzt ein Speeder ist. Nicht verwundern, wenn ich das zu Ende mache, wenn gerade keiner da ist. Passiert einfach. Manchmal könnte man sagen. So. Da ist es. Ah ja, genau. Wir brauchten jetzt, ich glaube, das war das letzte, was wir mal gemacht haben. Wir brauchen dieses Miasmeter, genau, das Messgerät für die eine. Piety's science may aid in uncovering the truth of this world. God does have a sense of humor. Wie viele kann ich nochmal beschwören jetzt? 6? 6, okay. Nice. Mal gucken, ob wir jetzt zum nächsten Spot können.
Oh, wir sind so furchtbar langsam, ey. Oh. So. Langsam, aber sicher. Ich weiß, wir müssen da zurück, aber es gibt einfach einen Teleportpunkt irgendwann. Dann nehmen wir den zurück. So, ne, warte, hier geht's hoch. Mama. Ne. Das ist es nicht. My mana is spent. Oh, nice. Gemma ist ein Level up. Wo ist der Ausgang? Müssen wir erst mit ihr reden dafür? Ist er verschlossen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können einfach raus. Und Zweifelsfall müssen wir jetzt nochmal zurück, ey. Vielleicht haben wir eine Portalrolle, können wir das schneller machen. Was macht er denn hier? Komm mal runter. Danke. Ah ja, okay. Dem tut seine Augen sollten wir holen. Voll eklig, aber ich, ne? Gehört halt dazu. Ist Teil des Jobs. Ja, nicht wird bezahlt, auch wenn wir nicht bezahlt werden. Freiheit ist der Lohn, schätze ich. Ein schöner Satz, aber Ende des Tages kann man auch feierlich essen. Aufschreiben. At long last I return home, only to find chaos and blood. So. Hier, Wegpunkt, ich hab's gesagt. Jetzt kommen wir hier zurück. Haben direkt die Quests abgeschlossen. Wunderbar. Thank you. By killing Casticus, you've given us a fighting chance. And about his eyes, I'm sorry you had to do that. Yet although Tula's solution might seem brutal, I've seen Karui men blinded with a hot poker, simply for looking a fraction too long at an Oriathan lady. Yes, this is war. And just a little revenge, too. Take something. Money. A token of our thanks. Chaoswiderstand, Blitzwiderstand, Widerstand, Feuerwiderstand, Rüstung, Ausweichwert, kritische Trefferchance. Globale kritische Trefferchance. Haben wir jetzt? Mehr Crit würde wahrscheinlich auch unseren Viechern mehr Crit geben, aber ich glaube, wir wollen das hier. Kann ich hier den ganzen restlichen Kram verkaufen? Ja. So. So. Haben wir ein bisschen Tankiness, wenn wir es brauchen. Den ganzen Kram hier weg. So. I simply can't express how wondrous it is to see you. What? No, not you, exile. The miasmeter. The hope of humanity lies in this beautiful device. Money. Precious knowledge it shall divulge. Far more useful than an accidental hulk of mutant instinct like yourself.
In fact, I wouldn't be surprised to discover that your slaying of the beast correlates directly to the strife we must currently suffer. At least you've proved useful enough to return the miasmeter to me. That deserves some small reward, I suppose. Wir sind ein zufälliger Haufen Fleisch. Hey, okay, sie hat uns ein Skillbuch gegeben. Okay, wir sind ein zufälliger Haufen Fleisch. Scheinbar. Kann man nichts machen. Wo stecken wir den jetzt rein? Leckere Chunks. Da ist noch so einer. Ah, okay, wenn ich da drüber habe, zeigt er mir alle anderen davon. Verlust bei Kreaturen tut 5% des Lebens wieder her. Mana-Reservierung, Effizienz und Fähigkeit, das wollte ich ja verbessern. Ja, okay, rein hier. Los geht's. Das hier ist, glaube ich, eines der größten Gebiete. Oder das nächste. Zeit für diese Stadt ein Ende zu finden, schätze ich. Die schicken mir die Wachen, denn sie verstehen noch nicht, dass ich das kleinere Übel bin. So, hier ist die Straße geblockt. So. Hier treffen wir dann später auch den ersten Gott, würde ich sagen. Ja, wir können auch welche von der anderen Fraktion damit retten, ne? Also davon sind jetzt nicht alle von uns zu sagen. Mann, nee. Ich musste das schwarze Ding wirklich auf eine andere Taste legen. Kann man meine Dinger hier wieder herstellen? Ups, das wollte ich gar nicht. Nice, der macht ein Schild jetzt. Ja, du kommst damit. Eigentlich wollte ich 2 Dudes mit Schild. Na egal. So. So leer hier. Also halb voll, also nicht mal beim Schlachtfeld, also naja. Oder waren wir schon mal? Ne, wir waren schon mal beim Schlachtfeld, wa? Ich guck gleich. Templar initiates will suffer your humiliations no longer. Ja. Nice. So, wenn ich jetzt gucke, der Gem hier, statt das Blut zum Beispiel, reserviert jetzt nur noch 35%. Das ist geil. Zu spät. Darf man keinen fiesen Sklavenhandel und Ähnliches betreiben. Ich will gar nicht wissen, was sie alles gemacht haben, ehrlich gesagt. Ziemlich miese Dinge, soweit ich das mitgekriegt habe bis jetzt.
So. Oh, Identifikationsrolle. Falsche Taste. Und ein Zombie ist schon wieder weg. Die rennen mal weg, die kleinen Racker. So. Ich komme doch schon. Keine Sorge, ich werde schnell genug da sein. Oh Gott. I must have time to gather my will. Menschens Kinders. Ah ja. Nicht vergessen. Ah, ich bin ein bisschen gespannt, wenn wir die Dorfbewohner als Spektrale wiederbeleben. Was dann aussehen wird sozusagen. Dorfbewohner, Stadtbewohner. Vielleicht treffe ich einen. Hier hinten. Hier war doch eben jemand. Da. So, was kann die jetzt? Rennt die jetzt einfach weg? Ich glaube, die rennen einfach weg. Das ist geil. Es ist so doof. Ja, sie ist, glaube ich, gerade weggerannt, oder? Ja. Ihr Angriff ist, Move ist einfach wegrennen. Ja, machen wir den Hund hier hin, dann geht es los hier. Aber schön, dass man einfach so ein Schwarzloch machen kann. So. Ah, Mist, ist schon ein Banner platziert. Bis wieder auf. Okay, wir haben fast die gesamte Stadt gesäubert jetzt. Klärt. Ach naja. Es ist keine ethnische Säuberung, wir töten nicht alle. Es ist eine ethische Säuberung. Weil es Sklaventreiber sind. Wisst ihr Bescheid, Leute. Mal ein bisschen lautere Musik hier. So. Muss noch mal kurz bei Twitch reinschauen, Leute. Ah, da, okay. Oh. Haben wir wieder ein Schemen. Na egal, bist du jetzt ein Schemen. Tja, hoch oder runter? Das ist halt die Frage. So. In diesem Fall mache ich eine Ausnahmebericht für den gesamte Stadtserver. Weil es hier, soweit ich weiß, es kann sein, dass wir erst im ersten Teil sind, aber wenn wir schon im zweiten Teil sind, also den ich denke, dann müssen wir hier überall hin nochmal, sowieso. Also habe ich es lieber direkt geklärt und aufgeklärt sozusagen. Aufgedeckt, was auch immer. So. Ja, okay, gehen wir direkt hier rein, whatever. Dafür haben wir die Augen gebraucht, weil die sind irgendwie der Zugangsschlüssel, was ziemlich ekelhaft ist. I vowed before my brothers that I would return, and so I have. So.
Ja, das Ding davor ist, glaube ich, ein Wendepunkt für ganz viele Orte, wo wir hin müssen noch. Aber jetzt erstmal... was machen wir jetzt hier drin? Den hohen Templer finden. Okay. Oh, hier ist Sulfur. Da freut sich Dingens hier aber. In der Box. Okay. So. Oh, den will ich gleich als Schämen haben. Stein, hier Dingens. Der ist irgendwo hier unten, soweit ich weiß, der Templer, den wir suchen. So, genau hier war der, glaube ich. So, machen wir noch diesen. Oh, da ist mehr Schwefel. Es ist praktisch Schwefel. Ich weiß, das ist nicht das richtige Wort. Aber naja, oder? Schwefelsulfid von mir aus. Müssen wir noch da ganz oben, um weiter runter zu kommen? Ich denke, wir müssen auf jeden Fall weiter runter. So. Nee, der Schnitter ist ein richtiger Schnetzler, ne? Ist richtig schlimm. So, let's go. So, mehr Schwefelsulfid. Waren alle hier? Nope. Muss ich doch wieder nach oben? Okay. Ja, hier müssen wir rein. The hour of judgment draws near. Wir sind das, indeed. So, hier kommen wir später dann raus, wenn wir fertig sind hier. Nee. Okay. Bin dann vorhin doch zu weit runtergerannt. So, gelbe Dudes. So, wir können, glaube ich, jetzt... Nee, nicht das. Können wir das jetzt aktivieren? Ah, wir haben dann kein Mana mehr. Oh doch. Ich fürchte, das kann man noch nicht machen. Aber an sich... Gleich haben wir es. Kann man sagen. Musik ist passend, ey. Alles kommt am Ende. Aber ich fürchte, ich muss die jetzt hier ein bisschen leiser machen. Ups, bin ich verrutscht? Ne, da sind Dutzend. Okay.
Das Dorf versammelte sich und beobachtete, wie Sin zu Asche und Staub wurde. Und sie atmeten den Rauch tief ein, der sich aus seinem schreienden Schlund ergoss. Sin füllte ihre Lungen, ihren Verstand und ihre Herzen. Doch die Strafe nährte nur Sins Begierde vor dem Auge seines Bruders. Stahl Sin einen Fisch vom Markt und belog den Wachmann, der ihn erwischte. Danach schlug Sin seinen Bruder, bis er versprach, darüber Stillschweigen zu bewahren. Ja, das ist ein bisschen out of order gerade, hä? Ein bisschen reihenfolgemäßig. Das, Ich kenne die grundlegende Story davon schon. Ich habe es mir lange nicht angeschaut. So. Ich glaube, wir müssten eigentlich von links nach rechts lesen. Als sich dieser Titan der Sünde schließlich erhob, wusste Innocence, dass das Dorf verloren war. Mit einem qualvollen Schrei übergab es dem Feuer. Als Dorf und Titan brannten, färbte sich der Himmel schwarz von der Asche Sins. Dort in den flammenden Ruinen seiner Heimat vor Innocence ein Eid. Egal wo sich die Asche von Sin setzen würde, seinen reinigenden Flammen würden sich dort erheben und sich ihr entgegenstellen. Wenn die Mutter der beiden das Brot brach, so gab sie stets den größeren Teil Innocence als Belohnung für seine tugendhafte Natur. Sin bekam den Rest hingeworfen als Erinnerung an sein wertloses Verhalten. Ja, genau. Gute Erziehung. Leute, hier wichtige Erziehungstipps, wenn ihr richtig schlechte Knaben habt. So, Siegeszug des Innocence. Wellen brachen an den Küsten Oriats, Wellen von Hunger, Wellen von Verlangen. Der gefräßige Gott und seine hungernde Meute stiegen mit der Flut. Fluteten unsere Straßen mit Tod und Schlechtigkeit, bis Innocence Schluss damit rief. Er badete unsere Stadt im Feuer, verbrannte die Sündigen zu Asche und Knochen. Der gefräßige Gott floh. Die Armee unseres glorreichen Retters in die Tiefe ward er getrieben, in Erde, Stein und ins Jenseits. In diese Verdammnis durch den Willen und das Licht unseres Innocents, Vortempler Avarius. Also, wenn ihr den echten Kontext wollt, das ist praktisch genau das alles, nur dass Innocence und Sins Rollen eigentlich vertauscht sind. Zumindest was Unschuldigkeit und Sünde angeht. Man müsste jetzt, glaube ich, einmal außen rum gehen, rechts rum. Also müsst ihr euch das sozusagen in einer Reihenfolge stellen. Innocence sah, wie Sin sich in den Körpern von Männern, Frauen und Kindern manifestierte. Er wurde Zeuge, als sie sich gegeneinander wandten. Erst mit Worten, dann mit Fäusten. Freunde und Familie in tödlichem Kampf und schlungen Haut an Haut, Fleisch an Fleisch, Knochen an Knochen, bis sich das ganze Dorf in ein riesiges Knäuel aus Zwist und Hass verknüllt hatte. Aber der Rest der Teil, wo er sie verbrannt hat und so. Der Titan da, whatever. Ich kann das gleich alles nochmal in Reihenfolge vorlesen, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann halt nicht. So. Ah, da hat es uns jetzt erwischt. Irgendwas hat mich gestunt. So, kann ich theoretisch unten lang gehen, um das in der richtigen Reihenfolge zu lesen? Nee, hier lang nicht.
So. Ah, damit. Okay. Ich muss mal diesen hier machen. Dass die ganzen Effekte wieder stehen. Ist es richtig? Der sieht besonders aus. Nein, nicht der. Der. Danke. Und der da. So. Oh, der Rest wird zu verpoolen. Das ist. Nee, das Banner steht wieder. Fehlt irgendein Effekt. Das ist Zauber. Das gibt's schon gerade. Das ist der da. Nö, der Rest scheint richtig zu sein. So. Also. Jetzt hier. 8% erhöhter Schaden für eure Aura oder Herald-Fähigkeiten, die auf euch wirken. Kann ich mal auszoomen? Gibt es das irgendwo anders ja noch? Nö. +1 zu allen maximalen Elementarwiderstand, wenn ihr Leben oder Mana reserviert habt. Ne, es wäre dann +2. Quasi ganz interessant. 20% erhöhte Reservierungseffizienz von Fähigkeiten. Das hätte ich gern für Mana. 30% erhöhte Wirkungsbereich von Aura-Fähigkeiten. Auren von euren Fähigkeiten haben 10% erhöhte Wirkung auf euch. Aura-Fertigkeiten. Flüchen haben 50% verlängerte Dauer. Das ist halt sehr nice, aber das ist auch sehr nice. Ja, wir machen das hier. Das ist ein bisschen extra Damage. Ich kann auch nochmal nach Reservierungen gucken. Die hier, ne? Oh, hier. Generell 5 Mana. Schaden, Mana-Kosten. Ah, hier erhöhte Reservierungseffizienz. Ah, gehen wir das als nächstes. Passt schon. So, hier innen lang. So, hier sollte der Templer dann gleich sein. Anfertigungsoption, Bewegungsgeschwindigkeit und potenzielle Angriff. Das hört sich nice an, ehrlich gesagt. Für Schuhe, denke ich, was. So, hier ist alles leer. Ich dachte, der Templer ist da. Müssen wir weiter? Achso, doch, ich weiß, wo wir müssen. Okay, kein Ding. Den sehen wir später. Keine Sorge, den sehen wir später noch. Keine Füllung in meiner Traumflasche da. Soll man das so sehen? Soll die Geschichte komplett rückwärts ablaufen? Na gut. Muss man das rückwärts mitbekommen halt. Kann ich jetzt nichts machen. Gab auch nicht etwa als Alternative einen anderen Eingang. Ja, ne. Oh! Ja, da ist mitten in der Kirche verderbtes Walding. Okay. Wow, das war mal ein Slow gerade. I am no beast of burden. Inventarplatz mehr. Oh, ja, die Änderung für den Stream. Dann gehen wir mal die kleineren hier. Ja, oder was ist das raus? Für das? Ja, den Rest hier kann ich aber so einstecken. So.
jetzt bekommen wir auch die richtig geilen Items an, ne? Mal gucken, dass wir die richtigen einsammeln dann. Ich glaube, ich war hier tatsächlich noch nie, oder? In so einem Walding. So. Muss dann später mal gucken, dass ich ein bisschen Laufgeschwindigkeit auf meine Schuhe drauf zu verzauber. Und ja, wir tauschen die zwei aus, weil das andere zu einer Walsphäre wird. I am no beast of burden. So, sammeln wir das ein. So, das Ding war mal schnell abgeschlossen. Oh, der hat fast 6 Slots. Aber leider nicht viel besser als das. Naja. Nice. Sind Gem Stufe aufgestiegen. Ah ja, und Gem muss man auch, habe ich auch so mitbekommen, Gem muss man. Ist jetzt kein richtiges Tutorial hier. Das sagt einfach, was ich rausbekommen habe so. Aber Gem muss man so schnell aufleveln, wie man kann. Einfach weil die nicht weiterleveln ansonsten. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Wäre cool, wenn man die einfach trotzdem weiterleveln könnte. Du kriegst halt öfter da drauf. Panzerungsding. I must have time to gather my will. Ja. Ja. Hier würde es jetzt rausgehen, schätze ich. Naja, den relevanten Teil der Story haben wir ja gesehen. The world must be cleansed of impurity. And so it will. So. Wir kümmern jetzt uns um ihn, indem wir ganz viel wegrennen. So. Der Typ ist jetzt besessen von dem Gott. Oh, das kann ich mir gleich mal beschwören, wollte ich sagen. Okay. Der fehlt mir ja schon eine ganze Weile. Besessen bist du. When God has lost his way, the devout must set him back on the path. Oh! Renn. Wahnsinniger bist du. Ich werde so schnell weggestellt, die Viecher. Hast du es? Nein. Diesen machen wir nicht.
Nix bist du. Wahnsinnig bist du. Aber die 4 Totems hier überall drauf klatschen, so nice. Nice, nice, nice. Kommt, macht ihn. Klärt ihn weg. Oh. I am no beast of burden. I am no more. Ja, du bist tot, bist du. Innocence! Da ist er. You and only you, I shall save. I am Sin, the Forgotten One. Would that humanity could forget all of my kind. Perhaps with your help, that might still come to pass. For now, the blinding light has been dimmed, and darkness floods in to fill the void. The desperate and depraved set a feast for their lord incumbent, Kitava, the Ravenous One. Egal. Das Zeichen der Reinheit. Though I am Ah a ne, god, oder der Fall von Sinn. I have not forgotten my humanity. I care for that which I once was. Kitava remembers nothing and cares for nothing but his own hunger and greed. He is an endless pit of gnashing teeth and churning guts. While other gods rise on the mainland and fight for the meager scraps of what was, Kitava has the most fecund and formidable civilization of his age at his disposal. He can feed when he likes, and he grows ever stronger with each morsel. All of Oriath shall soon belong to Kitava, and if that happens, he will rise beyond even our reach. Okay. Deep in the Templar's ossuary, in the company of the dead, there lies the sign of purity. Innocence bled himself for the creation of that cruel and desperate weapon. Tempered in his own ruby ichor, it was forged to be a transcendent tool of punishment and purification. The sign is a living agent of righteousness, or at least the dubious kind of righteousness that my brother subscribes to. Innocence found in the first High Templar a most faithful servant, and gifted the sign to him so that it might be used in times of great need. The great need of Innocence believers, that is. Humanity's general well-being has never been of particular concern to my brother. He lives, after a fashion. That pretentious little vessel of his served only to encourage his divine follies. I have procured him a more sensible host, one that should contain his excesses and temper that fragile ego of his. Okay. Hear this, brother. From mind of lead to heart of gold, your soul shall be bound, your wrath shall grow cold. I am Sin, the Forgotten One. Okay, das haben wir schon gesehen. Auf Wiedersehen. Wir müssen jetzt hier raus, denke ich. Ja, jetzt sind wir hier. Auf der Rückseite. War jetzt einen Haufen Quests hier abzugeben erstmal. Jetzt gehen wir das Lied hier. Machen ein kleines bisschen leiser, wenn ich nicht total daneben liege, wortwörtlich. So. You deserve recognition for what you have done. You've freed us from Templar oppression. Yet I fear you may have defeated the lesser of two evils. Still, take something. You'll be needing it in the dark times to come. Ja, wenn mein Inventar leer ist, ne? Once Kitava has gobbled up every scrap of Oriathan flesh, sucked every Oriathan bone dry of marrow, he'll turn his endless hunger to Namakanui and the whole Karui archipelago. As you know, the Karui will fight, and they'll fight hard, but they're going to need all the help they can get. And I know of 3 treasures that might just make the difference. They were taken when the Templar raided Namakanui. A whip woven of Hinekora's hair. A tooth that Tukohama ripped from his own mouth. A fishhook
that was once the jawbone of Valakor. Together, they're known as Kitava's torments and lie within the reliquary that borders Oriarth Square. I saw them with my own eyes when delivering messages to the scholars there. Please, go to the reliquary and claim those treasures before Kitava's children do. Okay. I can't yet begin to unpick the lies that Utula has told us, but this piece of truth I do have. Utula sensed that very moment when you struck your final blow, when you broke the Templar's power. He turned to me and told me this. Now our king comes to us. He'll be hungry, so very hungry. I shall prepare him a feast. Then he gathered his followers and left. Where's he gone? Oriarth Square. You won't need directions. Just follow the screams. When I Okay. was a courier for my father's house, I'd cross Cathedral Square 100 times in a day. On the fairest days, that square would be filled to bursting with Oriarth's highborn, come to bask in the sun. Jetzt die Frage, ob and each er other's von glowing Sin beauty. redet oder von It was a dem pretty anderen Dude, sight, von depending on Innocence. where you stood. Also wir verkaufen erstmal Krempel, weil wir brauchen das nicht alles. So, der Gürtel, die Ringe. Das kannst du erstellen. Yep, das ist besser. Gürtel. Gilte Widerstand und Stärke. Intelligenz. Annehmen. Ja, gib mir das. Mit Blau, was auch immer. Once Kitava has Ne, das haben wir schon gesehen. Sonst irgendwas? Das brauche ich glaube ich nicht. Oder ist es eine Aura? Aura. Mana-Regeneration. Ich behalte es mal. Sturmrune brauche ich nicht. Das ist cool, aber ich brauche es nicht. for freedom. Das hier kurz identifizieren, wenn ich schon dabei bin. So. Alles sortiert hier. So, was machst du? Zauberstab, Ertragen eines Stabs. Zählst du als Stab? Du bist ein Zepter. Und Schaden und Bedrohungsschaden. Whatever. Ah. Hier. So, Schädel und Knochenopfer. Ich weiß, dass hier irgendwo. Nee. Taubten, Zombie erwecken. Phantasma, nee. Schnitter. Riemen. Todesbanner? Ah ja, okay. Lebenserhalt, Treffer ist wichtig. Hier rollt der Reinheit. Heiliges Relikt, Wächter beseelen. Das Ding. Das ist nice, aber das brauchen wir actually nicht. Habe ich einen guten roten Gem, den ich vielleicht da reinpacken möchte. Nee, eigentlich nicht, ne? Haut, Aasfresser, Totem, zusätzlicher Feuerschaden. Das hier vielleicht können wir uns mal angucken. Wenn es eine Movement-Fähigkeit ist, kommen wir damit mehr schnell voran. Das heißt, müssen wir wieder zurück zum mittleren Platz hier. Ah, da ist er. Okay. Wir gehen von hier nach da. Whatever. Wo wir eben halt waren. So, jetzt haben wir her die Weiterfahrting. Okay, er steht aber nur so auf dem Boden. Sein. Also das ist ganz cool, aber es ist. Na, es ist nicht mal noch versuchen. Merke ich mir für später irgendwann. Ich könnte damit das da ersetzen, theoretisch. Wo ist denn das? Aaskolum, Fleisch, Schildsphäre der Leere, Glaubenseifer. Das Glaubenseifer? Achso, ist ein Effekt, okay. So, geh nochmal hier rein, geh nochmal hier zurück. Hier, Truhe bitte.
So, Sphäre der Leere. Ist an sich recht interessant, aber ist eigentlich nicht, was wir brauchen. Ah, ich hier vielleicht was Gutes. Schwächen. Nee. Unterstützung. Elementarübertragung. Das könnte ich machen. Das stärkt den Askohle. Das ist für Minen, Schocknova, Zeichen. Was war du da? Kann ich von dir Dingens kaufen? Nö, keine Ruhe. Remember, Egal. do this for freedom. Ja, teleportiere mich zurück hierhin. Hm. Jetzt packe ich auf die Mitteltaste. Ihn? Und hier dann die andere Aura einfach. Wenn ich das mache. Mir fehlt immer noch ne, Dingens, aber an sich. So, whatever. What in damnation have you done? Was habt ihr getan? Destroyed him, and yet I hear the voice of innocence, begging for our forgiveness, asking for our help. You and I. I heard him the moment the High Templar fell, whispering inside my damn skull, his heart beating within my chest. Innocence protects us now, holds fast the door against the murderous tide that rushes to meet us. He wants you to pass through that door, to bring order to the chaos beyond. I don't understand any of this. Moments ago, I was just a soldier obeying his High Templar, banning the nobody. Now, my God lays inside my head, telling me to let you through that door and to make my way to Overseer's Tower, if it still stands. It does? All right. I don't know what's waiting for you out there, but should you survive it, Aha. I'll see you at Overseer's Tower. Den hat also Innozenz da reingesteckt. Okay. Passiert wohl. Und jetzt brennt ja alles. What in damnation have I done? Ah, wer weiß. Vieles. Sehr, sehr vieles. My mana is spent. Ja, das machen sie alle. Passiert wohl. Au. Okay, das muss ich wieder ausmachen. Ich habe nicht genug Mana für meine Absolution dann. Ich brauche Absolution. So, das haben wir hier. Sag ich mal verbessern. Heavy. Mir das. Weil der einzige Weg, den man laufen kann. Ja, mach den will ich. What goodness remains of our order? Death to sin! Ja, das steht alles okay. Nur kurz checken, dass alles am Leben ist, was ich brauche. Meine Fähigkeiten halt. So.
So, da unten ist wieder ein Palding. Habe ich bewahrt. Ah, schlechter Witz. Wunderbar. So. Ich glaube, hier müssen wir durch. Vielleicht. Gute Boots. Oh, ich weiß nicht, nochmal gefragt, was er getan hat. Er hat ein gesamtes Regime gestürzt. Das ist normalerweise was passiert, wenn du sowas tust. Viele Leute sterben. Ist kein Ding, ich mache aber neuer, ja. So. Ding ist, wo ist der Ausgang nochmal? Da oben? Ist er da oben? Das heißt nochmal wieder. Ach, egal. So. Schauen wir hier oben. Ah, da wäre er gewesen. Ah, okay. Kein Ding, der Gem ist dafür einen Haufen Level aufgestiegen. Yay. Alles am Morsch. Ist das Schnee? Ah. Hat wohl gerade Wintersaison angefangen. So. Ah. Oh, der Knochenboden ist knapp. Let's go. Das habe ich hier, das habe ich alles. Die wollen mich jetzt alle haben. Ups, ah, egal. Welche Quests habe ich ja noch? Wenn ich da runter gehe, schalte ich den Hideout frei. So. Hier sind wir beim nächsten Wegpunkt. Mal schnell zurück. Tempel verscherbeln. Die da reden wohl. Greetings. Oh. Oh, die Sphäre hatte ich noch nicht, du. Die ist nice. Magisch zu selten machen. So eine Sphäre hätte ich mal gebraucht zwischendurch. Zwischen ein paar Spielen. So, warte, welches Level bist du? Stufe 3. Du bist inzwischen Stufe 7, ja. I'm glad you made it. No, damn it all, that's just too strange to abide. I'm glad you made it. And innocence tells me I need to keep helping you. So that's what I'm going to do. I know my way around weapons and armor, and all things Templar if you should want for further enlightenment on that subject. As for innocence, I don't know. Sometimes he makes sense, other times he's a shattered god, but he'll heal. I'll make sure of that. Lani's told me a little about Utula and his cult of Kitava. Enough to know what Utula's got planned. Bring about the fall of one god so he can raise up one of his own. And this Kitava, from what fragments I can piece together from innocence, he's not the benevolent kind. Please,
Find Utula and stop him. I'm not saying this because I want to put innocence back on his divine throne. I'm saying this because Oriath is my home. It's made some mistakes, but it doesn't deserve the fate that Utula has in mind. Okay. I'm having a little trouble explaining it myself. I've never been the most devout of men, especially for a Templar, more of a soldier than a believer. But now, Innocence himself rests within me. His voice is weak, barely a whisper, yet still he has the power to keep us safe from Kitava's hunger. At least for now. For my part, I'm simply grateful. Grateful that I have a god watching my back, and grateful that he's given me the power to watch others in return. Okay. For a long time now, I thought my god's intentions were being twisted by his supposed servants. Did I speak up? No. The pyre would have been my only answer. I did what I was told and drew the lines of morality where I could. Now I understand the truth. It wasn't Innocence's intention being twisted. It was Innocence himself, perverted by the selfish convictions of the men and women who worshipped him. The god answers to the believer, as the believer answers to their god. Okay. A sign of purity. Denk rein genug zu trinken, Let's Leute. see. A staff bathed in innocent blood. No. Sorry, bathed in the blood of innocence. Yes, Innocence gave a part of his divine self to the Kein Lord unschuldiges Blut, and Blut gifted von it to a unschuldig. Templar. Now that I recall, I read a tome about it when I was a cadet. Bloody long time ago. I skipped most of the boring pages, so only remember the bit where High Templar Maxarius smote with flame the army of the faithless with one ray of its hallowing light. The book's words, not mine. Outside of my humble flesh, the sign of purity is about all that's left of Innocence. Okay. Devotion should be honored, I suppose. For centuries now, the Templar have boiled the flesh and skin from the devout and presented the polished remains for public appreciation in the ossuary. Personally, I think it's one of the better ways to remember those who have gone before us. To touch the bones is to remember neither the legend, the legacy, nor the lies. It reminds you that those bones belong to a man or woman who was just like any other man or woman. Ja, es sei denn, du machst so viel mit Zauber, dass du keine Knochen mehr hast. Aber Slavery's blood. I was a soldier. I went where Dominus ordered me to go. I sailed with the expedition to Namakanui, killed Karui warriors, and rounded up Karui captives like every other bastard in a Templar uniform. So I don't blame Lonnie for wanting to take back her freedom, and I don't blame her for believing Utula's lies either. I certainly swallowed enough of Dominus's falsities to sicken my soul. It's what we do now that matters. I can see that Lonnie's heart is in the right place, and for once in my damned life, so is mine. okay. To be perfectly honest with you, I don't trust her. Yeah, I've got my reasons. Piety kept her work pretty quiet, but her results were brutally clear. The people she took, the people she changed. Slaves mostly, and a few enemies of God. Enemies of bloody Dominus, more like it. I don't go in for black and white definitions of good and evil, but with piety in her ilk, I make an exception. Whatever's lurking inside Violenta, it ain't good. Not by a long shot. Und er verkauft jetzt Rüstung. Genau. Don't ever give up. Greetings. Und Sie raten, sie möchte über Bannen reden. is unexpected. At least, he's not the sort of Templar that I'm used to dealing with. His ideas about innocence almost make sense to me. The way he worships innocence and receives such power in return, it's like his devotion actually brings out the best in his god. But how is that possible? A god is a god. They bless us and they punish us, not the other way around. Yet for Bannon, somehow it's different. Weil sein The Gott King's versteht. Feast is an ancient ritual born of less enlightened times. Long before the Karui followed the way, one tribe would conquer another and a feast would be prepared for the triumphant king.
The main dishes of this feast were selected carefully for the sweetness of their nature and the tenderness of their flesh. You see, when the conquered fills the belly of the conqueror, two tribes become one. And that's what's happening out there in Theopolis right now. The tribe of Kitava is feeding upon the tribe of Oriath, and the feast won't end until two tribes become one. Ekelhaft. Remember what Utula said about Kitava? He is the tormented one, destined to rise up from the darkness, and we, his children, rise with him. It was there all along, in eyes too bright and smiles too wide. Cunning concealed by kindness. Conquest wearing the mask of freedom. I didn't see it because I was looking for something else. Hope. The cult only wanted what it's always wanted. To be born again in their father's image. They are Kitava's children, the first of his tribe. Unless you do something about it, they won't be the last. Oh nein. Ist schlecht? Ah, okay, ich gehe sie ja schon aufhalten. Remember, we do this for freedom. Do you know? You say so? Ja. Dahin. Darunter. Da in die Mitte. Okay. Auf geht's. So? Ja, doch. So. Wir müssen uns auch noch einen besseren Stab oder Zepter dann mal besorgen irgendwann. Später. Nicht jetzt. Warte, das Ding. Ah, Level nice. Level 8 Elementarschaden sollte es jetzt sein. Und Levelaufstieg. Nice. Hier wollte ich jetzt rein. Und noch ein bisschen extra Mana. Zwei solche Steinschemen jetzt. Schiemeln. Oh, Tresor. Kein Stab. Kein einziger Stab. Nur Schwerter und so. Ich könnte den Schwert benutzen. Das bringt mir nicht viel. Wo ist er bloß? Cool, wenn ich einen blauen und einen roten gleichzeitig freischalte, dann kriege ich direkt so ein Ding. Oder? Nee, okay. Irgendwo gab es ein Versteck. Ich habe es zwar schon freigeschaltet. Ich weiß, dass man es hier irgendwo sehen konnte. Was ist das Versteck? Ne, hier ist aber die Reliquienkammer. Hier müssen wir die 3 Items holen. Naja, Wegpunkt aktivieren. Let's go. Holen ja alles ab.
So. So, wieder weg. Oh, da scheint dann das nächste zu sein. So, den ersten haben wir. Jetzt auch zum nächsten. Gleich hier unten. I must have time to gather my Na, okay, was haben wir hier? Falls ihr nicht seht, ja, ich auch nicht. Viel zu hell alles. Oh, no, 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 no. Ah, wir sind tot. Gehen wir mal links rum. Ja, hier ist praktisch nichts überall. Oh, meine ganzen Effekte sind natürlich weg. Gib mir das. Gib mir das. Und das ist das nächste. Du Hammers Zahn. Oh, wieder tot. Das kann ich nicht machen, weil da habe ich keine Mana mehr. Okay. Wenn ich ja noch genug Mana für den hier hätte, aber das kostet 56 Mana. Ein bisschen mehr brauche ich noch. Mindestens. Das wäre noch der letzte Teil. In der Mitte oder was? Wahrscheinlich ganz unten rechts einfach. Ey, das ist mal ein Skelett, du, oder was auch immer das einfach. Oh, nice. Ist er das? Ich glaube, das ist er. Warte. Mal ein bisschen rumrennen lassen, die Dudes. Ja, naja, das ist er. Okay. Ah, nee, da oben ist es. Let's go. Der war ein richtig geiler Köcher, aber wir spielen nicht mit Bogen. Ah. Ringpanzerwams. So. Auf nach Hause.
Pause. Temporäres Zuhause. Not all slaves believe Dutula's lies. Some I know have managed to steal a ship and are soon to set sail for Namakanui. Okay. Hopefully, with these treasures on board, Valakor will bless their voyage and breathe deeply into their sails. No, I'm not going with them. I helped bring this curse down upon Oriath, so I'll help save what little there is left to save. Here, take something, in thanks for your part in preserving the Karui way. Ja. Okay, wenn du wirklich bleiben willst. Nimm das. Das. Die kannst du haben. Okay. Fest abgeschlossen. Erhöhte maximale Mana und Mana-Regenerationsrate. Maximaler und erhöhte Wirkung von Arkane Woge. Gib mir das. Ups. Sphären kommen nach da. So. Und noch eine Wahlsphäre. Ich mal wieder mal so. Was gibst du mir? Blitzschaden, 12 Multiplikator. Wir mit Nahkampf. Was? Angriffen. Also okay. Tja, das kann ich eh nicht benutzen, aber es ist ein cooles Item. Check. Die kann ich alle mal verkaufen jetzt. Inzwischen. Freedom comes. Remember, we do this for freedom. Bist du dir sicher, dass es noch um Freiheit geht? Der Weg nach oben ist zum Kampf auf dem Dach dann später. Oh ne. Also der Weg, da geht zum Dach. Das hier ist das Dorf irgendwo, glaube ich. Weg für den Kammer waren wir gerade, das ist da unten. So, Stadtplatz finden. Oh, das wäre eine Möglichkeit, nice. Hier ist eine Sackgasse. Oh, wieder ein Levelaufstieg, nice. Habe ich das hier jetzt in der Tasche? Maximales Mana. Wirkung von Arkane Woge auf euch. 200 Mana, was ihr zusätzlich verbraucht habt. Bis zu 50%. 10% Chance, Arkane Woge zu erhalten, wenn ihr einen Gegner tötet. Ah, okay. Mana, okay. 10%, 15% erhöhtes Mana. Maximales Mana. Bitte Wirkung von Arkane Woge auf euch. Pro 200 Mana, das ihr kürzlich verbraucht habt. Bis zu 50%. 10% Chance, Arkane Woge. Egal, gib mir das. Bin eh noch hier für den Effekt da. Aber wir haben jetzt vielleicht nicht genug. Ah, cool. Immer noch prozentualer Verbrauch. Oh, die extra Totems sind so gut. Smite. Okay, okay, okay. Sind wir hier? Ist das der Ort? Ne, das entflammte Gericht ist, wo wir herkamen. Ne, das ist hier. Das kann auch vorbei müssen. Ey, wir brauchen so dringend noch so eine Movement-Fähigkeit. Wir sind so langsam. Langsam, gulli, 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 langsam. So, hier ist auch eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Jetzt darf ich da außen rumrennen, ne? Ah, könnte ruhig ein bisschen schneller rennen. Das ist ja wirklich jetzt hier niemand da.
Hier unten rum. Hey! Kommst du wohl mit? Was machst du denn da? Ich muss nicht an den Körben vorbei, ich glaub's. So, wir müssen also hier runter jetzt. Da ist eine Sackgasse, da ist auch eine Sackgasse. Da ist wahrscheinlich auch eine Sackgasse. Oh, nee, 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 hier geht's weiter. Okay. Oh. Hammer. Diesen Hammer, du. Wie ist der Hammer? Hammer, Hammer. This is my Hammer, Hammer. I must have time to gather the hill. Soll er hier sein, der Dude, den wir bekämpfen müssen? Das ist hier die Stadtmitte. Zählt das? Ist er das? Na los, komm her. Ne, ich glaube, das ist er nicht. Kann sie nicht wiederbeleben? Ah, damit kann ich aus den Zombie machen. Dann Zombie draus machen. Okay. Das war aber nicht. Wir müssen Utula finden. Wo ist Utula? Wahrscheinlich eine extra Tür, wo wir durch müssen oder so. Da unten ist die Reliquienkammer, da waren wir gerade. Ah, wo ist er denn hin hier? Oh? Da ist er überhaupt da hinten oder was? Ah ja. Das Item gucke ich mir nochmal genauer an. Willst du denn? Geh mal weg. Das sieht aus wie der Stadtplatz für die Mitte. Reist zum verwüsteten Stadtplatz. Der verwüstete Stadtplatz. Und Utula müssen wir finden. Hier links ist noch ein riesiger Bereich, den wir nicht erkundet haben. Ich hätte gedacht, die meinen hier die Mitte einfach direkt und dann kämpfen wir dagegen. Und scheinbar müssen wir hier nach oben. Wow. Hier ist die Feuerwand, wo wir nicht durch dürfen. So. Komm schon. My mana is spent. Ups. Wo ist er denn hin, ey? Ist auch keine Gegner mehr dafür, einen kleinen Tempo-Boost jetzt. Jetzt, okay. Hier in der Nische ist es hier. Ja, hier geht's weiter, na klar. So, okay, hier ist der eine ist andere Spot. Der das Versteck. Hier hinten unten. So. Können wir jetzt klären, theoretisch. Nicht, dass es wirklich wichtig ist. Ist halt eine Sauberei hier.
So, den da müssen wir töten, glaube ich. Jetzt fehlt uns eigentlich noch die... Was, Piety? Nee, ist nicht Piety. Eigentlich fehlt hier irgendwie eine Lady, die da ist dann sozusagen sichert. Aber die ist irgendwie nicht da. Whatever. Ist halt nicht da. Kann ich, glaube ich, mitleben. Da ist er. Oh no, it has only begun. Your ilk will suffer my wrath for what you have done. So, Bootschula ist weg. Jetzt sollen wir da oben durch die Feuerbarriere durchkommen. Glaube ich. Vielleicht. Nee, irgendwo fehlt noch ein Durchgang. Irgendeinen Durchgang habe ich noch nicht. Da hinten ist der Durchgang zum Dach gewesen, oder? Nee. Nee. Ich glaube, das Dachdurchgang war auch weiter unten. Müssen wir mal gucken. Wenn der Dachdurchgang weiter unten war, dann ist es da oben, wo wir lang müssen. Hier. Schauen wir mal. Nope. Tja. Tja. Die Nummer auch trotzdem nicht durch, hä? Gehen wir halt erst zurück. Geben den ganzen Krempel ab hier. The High Priest is dead, yet the object of his devotion remains. There's no doubt you did all right bringing that man-turned-monster to heel, but you weren't able to stop him fishing his master out of a river of blood. Damn. Sorry. I never could get the hang of boosting morale. Didn't seem right to polish the edges off harsh facts. Probably why I never made captain. Still, I've been poking around here for a bit and have turned up Utula's stash. Quite the magpie he was. So here, help yourself. When it comes to hunting a god, I suppose every little bit helps. Okay, der Stab da hat nur 3. Sache. Das könnte ganz geil sein. Gib mir das. Aber ich verkaufe auf jeden Fall das hier. Innocence forgives you. Freedom comes to those who fight. You've sent the traitor to meet his ancestors, have you? That'll be an interesting conversation. I'm no Hatungo, but I can foresee Utula walking a long road of trial and suffering before he earns himself a place at the ancestors' table. Ah. And just as Utula's journey continues, so does yours, right into the jaws of Kitava. I don't profess to understand the mind of a god, but I know the stories. Kitava is patient. He waited in the darkest pit of Hinekore's realm. He will bide his time while his hunger spreads like the plague it is, and when his tribe is replenished 100 times over, Kitava will rise one final time to finish the feast that he has started. Oriath is merely the Ich appetizer. weiß nicht, ob das eine letzte Mal wirklich ein letztes Mal ist, aber hey. You've proved that you're a hero who can slay legends. Ja. Let's see if you can kill a god. Ich weiß, dass ich kann. For freedom. Ich muss es nur noch machen. Identifizieren wir das mal. Fangen wir damit an. Plus 60 Stärke ist halt geil. Naja, ich halt keine 60 Stärke. Sondern so. Durch die 2 halt. So. Und dafür brauche ich mehr Stärke, die ich nicht habe. Mann.
tausche das erstmal zurück. Wir behalten die 2 im Inventar. Habe ich jetzt da nach oben? Ist jetzt offen? Nein. Das Varium. Da oben ist wohl noch ein Gang. Oh, es tut mir leid, ich habe nicht genug geschlafen, denke ich. Egal. Streams müssen gemacht werden, schätze ich. Und hier ist nichts. Damit, da sieht man, da ist nichts. Okay, was haben wir denn? Aber wir sollen da hoch. Sagt es doch. Wo sind wir jetzt? Wo ist denn? Ah, da unten. Wir können hier aber erstmal schnell die Challenge machen. Ich dann mal gucken, was hier draus wird. Ah, warte mal, da fehlt noch ein bisschen was. Bin ich gestorben zwischendurch? Keine Ahnung. Das Ding ist auch weg gewesen. Tja, ein Schemen ist tot. Kann man nichts machen. Das wird sehr mies. Das Ding ist, wir können die Viecher selber jetzt beschwören. Das ist übel nice. Hier ist ein Skorpion. Warte, muss man schämen. Ja. Skorpion ist drin. Wo ist das Ding gestorben? Dann beschwöre ich das mal wieder. Ich habe es auch deaktiviert, gerade auch so sehen. Oh, das Ding ist tot. Das stirbt irgendwie auch in der Hand. Da will sie unten rum. Weil es so schön ist, so schlau ist, so schlank und lang. Also ich mal kurz. Das Ding, das hier brauche ich noch. Okay. Meine Reservierungseffizienz, dann habe ich, glaube ich, soll doch wieder ins entflammte Gericht oder was? Nee, ich muss hier was machen. Das ist der falsche Weg. Da war ein Ausrufezeichen, ich habe es gesehen, aber es ist irgendwie der falsche Weg. Tja. Ah doch, da, das Ossuarium. Oh. Hier müssen wir hin. Okay. I shall cleanse this place of hallowed legacy. Ich möchte merken, dass er so vorhin auch versucht, aber hey. Wenn du meinst, es ist der beste Weg, dann tut er keinen Zwang. Good find, Exile. Da hinten ist so ein Ding, ein Building. Können wir machen, wenn wir dann hinkommen. Plopp.
Nee. Achso, ist noch was. Okay. Echt das Ding wiederbeleben? Nö. Was auch immer. Eine Krankheit plagt mich in letzter Zeit. Irgendwas im Blut. Dieser Fluch verfolgt mich im Wachsein wie im Schlaf. Die Relikte singen zu mir, nicht mehr voll Kraft. Sie schreien zu mir vor Hunger. Und die Ruinen rufen wie hungrige Kinder nach Blut. Oh, nach so viel mehr Blut. Und da ich um ihre antike Existenz weiß, werden sie nie mehr ruhig sein. Was vorher lebend war, ist nun die reinste Qual. Egal wie sehr ich es versuche, ich kann mir das Blut nicht von den Gesicht und Händen waschen. Niemand sonst kann das Rot sehen. Doch heißt das nicht, dass es für mich nicht wirklich ist. Ich habe den letzten Morgen 3 Kauri-Sklaven für den Markt gestanden. Frische junge Burschen, nicht älter als 17, an der Blutstätte in den antiken Ruinen flehten sie mich an. Irgendwas an diesem Ort, die Mauern eingezogenen Verderbtheit, sprachen zu ihnen und sie wussten, was vorging. Die Kräfte verlangten nach Blut. Also gab ich ihnen, was sie verlangten. Ich öffnete die Kehlen dieser Kauri-Burschen und ließ den Lebenssaft auf Iris Altar rinnen. Als das blutige Nass vom Stein eingesogen war, verschleierte sich mein Verstand und ich sah die Königin selbst, badend in einem See aus Blut, während sie ihre Hand zwischen ihre Schenkel... Okay. Ich bekomme ihr Bild nicht aus meinem Kopf, selbst jetzt nicht, da ich auf meinem Bett liege. Noch nie habe ich eine Lust dieser Größenordnung für eine Frau verspürt. Ich befürchte, dass die Königin mein Ende sein wird. Wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich sie. Wenn sie nach mir greift, wird mir eine Umarmung schenken will. Templer Davaru. Wahnsinniger. Noch ein Wahnsinniger. Ah, egal. Das war. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er zu dem Blut geworden, was er wollte. Oh, mein Schwefel. Nice. Good find, Exile. Dennoch. Good find, Exile. Gasschaden, Sauerschaden vergiften. Regeln Mana, weniger maximales Mana. Nee. Oh, mit Zaubergeschwindigkeit, okay. Mehr Widerstandsladung, Raserei, Energieladung brauche ich nicht. Zaubergeschwindigkeit, schätze ich. Schwer, total tödlich. Sehen wir mal durch jetzt. Wird er ihn mit mehr Skeletten. Los geht's. Ich habe gerade den Saft da getrunken. Nee, hier war das nicht, das war da unten. Cooler Gänger. Den kann ich wiederbeleben. Ist gut.
Nein, das ist nicht so gut. Gib mir den und den. Nicht den. Den da. Ah. Egal. So, wir sollen dahin. Das geht wahrscheinlich da oben rum. Ah. Die sind alle aktiv. Ne, hier geht's raus. Ich bin falsch abgebogen. Mann. Ach so, ja, ich muss hier unten lang. Also hinten rum, um fett zu sein. Fair. I am no beast of Das ist aber burden. fair. Das ist einfach nur vielleicht langweilig. Und schwer. So, hier unten rum müssen wir. So, hier nach oben jetzt, denke ich. Ja, da haben wir's. I am no beast of burden. Zeichen der Reinheit. Kann ich das rausschmeißen? Jawohl, er nimmt. I continue to serve as God's instrument. Ja, wenn du Gottes Instrument in der Hand hast, weißt du? Oh, jetzt kann ich mit dem An reden. empire is nothing more than a standard, pitched in the naked earth. The time has come for you to raise the standard upon the peak of false faith, the apex of Chitta's cathedral. Drive it deep into that sacred stone. Mark the death of a faithless empire and slay the slavering kingdom that seeks to consume it. So. Wenn die da pfeifen, trinke ich schnell was. Prost, Leute. Ach, so ein Eisendude ist hier übrig. Oh. Wobei, hier sind I ja am noch no genug davon. beast of burden. Nein, nicht der. Nein, nicht der. Der. Dankeschön. Und der da. Nice. Zombies sind nicht alle. Das ist alle Effekte noch aktiv. Ja, nicht ganz alle. Und das war ja klar. Ausgang. Wo soll ich jetzt hin? Da hoch. Ja, nee, ich benutze Portalrolle, wollte ich sagen, das. Greetings. So, verkaufen. Hier habt ihr das brauche ich auch nicht. Dies will ich mal behalten. Wobei doch, das kannst du verkaufen, ehrlich gesagt. Wir behalten das hier. Und verbessern es We einfach. do this for freedom. Ja, das sagen sie alle. Dann geht es plötzlich um Geld. Weißt du es? Ne, Spaß. Also. Wird das nicht aus den irgendwas reingeschmissen, richtig? Ja, okay. Einer Einhandwaffe gibst du Kälteschaden? Nee. Kälteschaden? Nee. Ja, das ist auch Kälteschaden. Kreaturen verursachen erhöhten Schaden. Ja, das war nice. Was noch was? Blitzschaden, Zauberschaden. Nö. Nice.
Vielleicht kann ich noch Fassung erhöhen, wollte ich sagen, aber ich habe keine davon. Also wunderbar. Ich kann noch die Gem verkaufen hier. Feuerregen und For Pfeilregen. freedom. Chuck. Greetings. Ah ja. I have not the brawn to use this yet. Will Stärke jetzt? Okay, wo ist die nächste Stärke? Was? Ja, ja, Stärke. Gibst du mir Stärke? Warte mal. Also klar, hier ist Stärke, aber warte mal. Der gibt mir doch Stärke, oder? Ja, der würde mir... Ah, es ist so ein mieser Loop. Es ist so ein mieser Loop, ist es. Hier wäre Stärke. Ding ist, wo nehme ich denn bitte den Punkt dann raus dafür? Stäbemeisterschaft. Ja, dann würde ich hier wahrscheinlich sowieso runter. Ich weiß, ich habe Zepter, aber ich will später sowieso auf Stäbe. Ich werde den da raus korrigieren, aber das ist doof. Das kann ich rausnehmen. Auch 44 mehr Stärke. Wie soll ich denn bitte mir 44 mehr Stärke besorgen jetzt? Mal eben so. Da sind 10. Hier sind 10. Wenn ich sogar lang. Na okay, so mal schnell Stärke. Alles 10 Stärke. Hier ist 10 Stärke. 20 Stärke. 10. Das ist wirklich nice. Da will ich ziemlich sicher runter. Und da fehlen mir halt einmal die Punkte für. Ich könnte die 3 rausnehmen und da reinpacken. Dann habe ich Stärke. Dann geben beide nochmal 10 Stärke. Oh, hier ist nochmal 30 Stärke. Für 2 Punkte. Der ist ja auch ein Stärke wert, das wäre sehr nice. Ding ist, da müsste ich noch einen rausnehmen. Also ich kann ganz sicher die 3 rausnehmen und die 4 sogar. Okay. Ich kann so machen. Dann temporär einen anderen Punkt rausnehmen, schätze ich. Es wird jetzt mies, schätze ich. So, jetzt kann ich dich wieder reinsetzen. Wir haben noch 3 Punkte. Ich kann 1, 2, 3 machen. Das sind 30 Stärke. Dann kann ich direkt den nehmen.
Oder ich gehe halt auf andere Sachen, so wie was wie hier unten. Für Stäbe. Hier ist mehr Stärke. Hier wäre natürlich dann ein riesiger Haufen Stärke. Okay, die zwei würden mir auch noch Stärke geben. Schauen wir jetzt mit 3 Punkte. Ich kann mir den holen und dann den dazu noch. Das sind beides 20 Stärke. 24, das reicht aber nicht. Ich mach diesen. Soll's nicht. Den Punkt packe ich hier rein, nehme ich an. Ne, den letzten Punkt packe ich hier rein. Das wollte ich sowieso machen. Aktivieren. So. Ah ja, jetzt kann ich den Stapel ausrüsten. So. Der gibt mir jetzt 60 Stärke wieder. Naja, egal. Kann man nichts machen. Also man könnte, aber ich will nicht. Okay, das heißt aber, dass das nicht die maximale Menge ist. Bald nicht erstmal. Ah nee, ich bin hier. Fuck. Okay, naja, so weit ist der Weg nicht. Schätze ich. Ach so, ja, warte. Kann ich jetzt dich nutzen? Ja. Ja! All die Macht. So. Wie er mir verleiht. So. Oder mehr Zauberschaden, eine große kritische Trefferchance, erzeugt geweihten Boden, wenn er selten einzigartige Treffer Gegner trifft. Du existierst gerade nicht mehr, ich stelle mir wieder her. Achso, nee, wir mussten einfach sowieso direkt nach da oben. Passt schon so. Nee, wir mussten hier runter. Okay. Ist richtig so. Mir fehlt ein Schiemen. Und ansonsten habe ich jetzt alle aktiviert, richtig? Das sind alles Zauber. Das Ding ist noch aktiv, jo. Und der Rest ist an. Oh, nice. Oh, neue Portalrolle. Jetzt kann ich das hier austauschen mit dem hier. Welcher der Effekte fehlt? Ja. So. Kann ich Steuerung machen, einmal von links nach rechts durchdrücken, dann habe ich das alles. So, lasst mich rennen. Ich will da eh schneller hinten. Los geht's. Muschelknochen viel mitnehmen. So, jetzt sind wir endlich auf dem Dach. Dann haben wir den Kampf gleich, den Bossfight, den letzten Kampf dieser Ebene hier. There is always redemption, Yes, even there when is. all looks lost. That's true. I guess. Hat irgendwer meine Waffe fallen lassen? Ja, du da oder so? Machen manche von denen mal Bilder auf dem Rücken. My mana is spent. Oh. Machen wir mal Z drücken, dann sehe ich auch, was ich mache. Das ist ein Helm. Oh, die hat sich gerade verkrümmelt. Ja, gib mir den Bogen. Also mal. Bitte mich jetzt hier hinten lang. Hey, Levelaufstieg. Nice. Tja, was war jetzt noch dran? Was? Ne, das wollte ich gar nicht. Hier unten, das brauchte ich noch.
Weil ich sowieso mit Stärke scale und dann kriege ich noch direkt den Zauberschaden drin. Er will mal den Bogen. Sind wir mal voll einfach das Ding, wa? Nope, 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 nope. Nein, was kommt ihr jetzt hierher? Schlechtes Timing. Also für mich, aber schlechtes Timing. Ah, kommt her. Oh, der Schnitt aber weg. Ah. Die Effekte sind alle noch aktiv. Ich hätte meinen Banner noch placen können. Ah, aber das ist egal. So. Machen wir schneller diesen. Dann machen wir aus dem Rest diesen. So. Ja, das ist alles aktiv. Das lebt noch. Der Schnitt existiert. Das Ding existiert. Perfekt. Oh, die Viecher, ey, sind wirklich. Ein Grund, sich über die Kopf zu zerbrechen, dann immer weg vorbei. Aber noch. So. Auf vorwärts hier. My mana is spent. Okay. Wir uns hier durchquetschen. Los geht's. Aber alles weglasern. Lebenserhalt bei Körper, nice. Ist die hier nicht schon drin? Nee, das ist falsch. Hier sind meine Viecher. Enthaupten. Mal so rum. Nahkampf, Schlagreichweite, welcher Schaden. Machen wir mal so rum, da kriege ich übel viel Leben, wenn die einfach kämpfen. Wenn es. Das verbindet sich, richtig? Ja, mit mindestens 2. Und du bist auch eine Unterstützung, oder? Ja, das mal. Okay. Wollte theoretisch auch Phantasma unterstützen können, aber naja. Da, fighten da, mein Leben geht uns. Sehr nice. Muss es halt jetzt verbessern noch, aber egal. Ah ja, hier. Bam, rein damit. Come forth, ravenous one! Face the wrath of God! So. Die haben es jetzt hier gut. Wir können nämlich einfach uns praktisch zurücklehnen, während er da fightet. Das ist den Beam.
Wir werden übrigens gewonnen, ja, es ist so. Ja, das ist interessant. Den wollen wir vielleicht als Schema haben. Au. Oh. Das Kriegsbanner vergessen. Au. Kriegsbanner. Ding. Sicher gehen, das steht, das existiert. Okay, chuck. My mana is spent. Oh no. Go ham, guys. Oh, und wir wurden jetzt deleted. Ich mag es eigentlich nicht, auf diese Weise instant deleted zu werden. Na, weg hier. The flame of hope may flicker, but it cannot be extinguished. Der eine Buff hat There gefehlt. is no shame in falling to a god. Shame lies only in refusing to rise again. You Ja, shall fair. soar. That much I'm permitted to foresee. You shall ascend to the peak of your loftiest mistake, and from there you shall pluck a single surviving hope from the jaws of a mortal despair. A ship sails for Lion Eye's watch, not far from here. Be on it. Okay. Wir hätten ihn fast gehabt. Oh. Has my faith truly been a lie? My god, an impostor, too weak to defeat the ravenous one. Kann ich gerne noch mal hier raufgehen. Ah, die Tür zu. Ah, ja, ich erinnere mich. So. Und hier ist jetzt die Leiter. Die war davor schon da, man konnte sie aber noch nicht benutzen. Sehr klassisch. So, und ich glaube, das ist auch das Ende vom heutigen Stream jetzt. And we sail for Rayclast. Better Ja. to live in exile than die on this psychotic bonfire of an island. You want to make it out of here? You'd better get on board. But make it quick, 'cause I ain't got time for tears and regrets. Ja, kein Ding. Remember, this ain't no charity run. You owe me. Cast off! So, einmal mit ihr reden. Alright, we're safe for the time being. Now let me introduce myself properly. Lily Roth. Yep, I'm one of those Roths. Some call me smuggler, others pirate. Yet I prefer the sound of nautical entrepreneur. Came up with that one myself. So you come see Lily if you need something, or even if you just fancy a good chat with a lovely lady. Don't think I'd be forgetting that favour you owe to me. In fact, now I think of it, there's certainly a way you can be repaying this most considerable debt. You see, those blasted cultists have been plundering the refugee ships trying to escape Oriath. And if not for my incomparable skill as a sea captain, we'd have met the same fate. But now they're drowned dead or washing ashore. And they ain't staying dead. There's been a whole lot of blood, sweat and tears getting these few lucky survivors here in Ja, wir one sollen piece. nostalgiemäßig What den sort of Strand captain would wieder I be sauber if I let machen. them get ripped apart by walking corpses? Wipe the Twilight Strand clean of those filthy undead bastards and I'll call us even. Might even throw in a little something extra if you can pull it off. Ja. Let's go.
Whalem Roth. Here, let me share something I remember from my granddaddy's stories. No sooner had the others turned in fear from the great white Leviathan did Whalem load the ballista with his final harpoon. And right then he vowed to sea and sky that he and he alone would be the one to finally kill this bastard son of the Brine King. The ballista fired and the harpoon smote that creature right between the ribs as it made to dive back under the angry sea. Thick clouds of blood bloomed beneath the waves, roses flowering in the black water, and impossible though it seemed, the already shadowed ocean grew darker still. He used the bones of the great beast to reinforce the hull of his ship, the Black Crest. Old Rottooth, he's a true legend, a real pirate hero. I can only hope one day my own stories will reach his ears and make him proud of the granddaughter he had to leave behind. Yeah, I knew Tarkley, if you catch me drift. He's got no time for his old bunkmate these days, though. Too gaga-eyed over his lost cause of a fishwife Nessa. Time was, Tarkley and I would smuggle all about the coast of Oriath. Good days they was. Sweet with rum, nothing but the wind and salt in our faces, freedom in our hearts, and the law on our tails. But I could tell he were getting ready to make feet for children's stockings with me, so I cut him loose. Not a spark's chance under the ocean the dreaded Lily Roth's gonna wind up swelling like some drowned carcass. Still, nice to work with that bugger one more time, just for old time's sake, you know? Okay. That scallywag. I reckon Bestel thinks I'd be the kind of lass who'll bed down with any sort of rascal. Not too far off, I guess. He is rather sweet, but not the most comely of figures. Actually, he kind of reminds me of my grandfather, Whalem Roth, a poet and scoundrel extraordinaire he be. Bestel's but spittle from the mouth of old Rottooth Roth. Ahem. Bust my blind cheek, said the sailor to the doxy. She sports her dairy treats afar and relishes her moxie. But a fire ship will sink the broken neath the ocean waves. Tip nutmegs a deadly token, sends captains to their graves. Okay. Time and time. Wir sollen mal wieder die Zwielichtküste sauber machen. Despite your best efforts, Beastslayer, a splinter of hope remains. The very seed that brought my beast into existence. The Dark Ember. Never again shall it birth a life so magnificent as the beast. Yet a residue of kein that Ding power Sinn. still lingers. Enough to give us a fighting chance against the ravenous Kitava. How do we obtain this Dark Ember? 3 hearts were silenced. 3 hearts must sing again, one last time. In that final flickering of life, our Savior's seed shall be born. All I need are 3 fine souls with which to stoke the flames. Chevron of Umbra, Inquisitor Maligaro, Dodre the Dark Tongue. 3 spirits of near unfathomable resilience and vigor, freed with the beast's final exhalation. So let us begin the harvest. Chevron has come home to Axiom. We shall give her the warm welcome she sincerely deserves. Okay. If she is to be of any use to us, the Umbra's spirit must be wrenched from her mortal manifestation and lashed to our greater cause. That is your task. For my part, I shall negotiate the terms of her cooperation. With a tragic kiss and lasting embrace, her essence shall pass into me as if she were a sweet breath from the mouth of my lover. It is a sacrosanct sacrifice for all involved. Thankfully for you, all I ask is that you do what you clearly do best. Kill. Ja. Ambition is the bane of mortality. It was through ambition that we gods transcended the thick mud and thin blood of our mundane birthrights. Ambition that drove us to sustain our divine selves through the subjugation of others. Chevron's soul is made up of 1 part ambition and 2 parts raw, unbounded passion. Such a volatile spark shall burn briefly and brightly, and even the most deadened of hearts. I shall put this simply, for in truth, everything comes down to the simple act of planting a seed in the ground. The gods are rising because you slew the one creature that prevented them from doing so. Your name for it is the Beast.
It was I who planted the seed in the rich soil beneath Highgate, who nurtured it, who watched it bloom into maturity, even as I succumbed to its mollifying powers. We gods, we were driven into slumbering darkness, to dream away eternity whilst the gentle beast watched over us. Hey? I would desire that we return to that blissful state. But my brothers and sisters of deism shall never submit to banishment. They have tasted freedom once more, and they shall not let go of this world until it is pried from their cold, dead hands. Sure. The beast was never a cruel master. It didn't want to destroy, to corrupt, to terrorize. It simply existed to exist. I made it that way. Unfortunately, in neglecting to provide it with ambition, I made it vulnerable to the ambitions of others. Queen Atziri and Doriani, Emperor Chittus and Malachi. Others even before them. I created a beast that would free humanity from the tyranny of the gods. Yet all I really did was provide the perfect tool with which humanity could tyrannize itself. Okay, auf Wiedersehen. The truth of this world comes into focus one tale at a So. time. First we hear that Oriath has lost its Mit bloody Tagnerin. mind, and then you turn up. Doesn't take a scholar to work out how these two events might be connected. Wie, I ich don't tauche know auf. what's going on out there. Also wie viele Leute hier and I probably aufgetaucht wouldn't sind? understand it if I saw Cool. it with my own two eyes. What I do know is this. The world we knew, it's gone. Now we have to do our damnedest to make sure we don't go with it. Nessa. Wenn du meinst? I saw her one night, running out across the coast, headed in the direction of the mudflats. Called out to her, but she didn't even turn her head. Maybe she couldn't hear me. Maybe she didn't want to. I don't bloody know. I tried to run after her, but she'd vanished into the darkness before my feet had barely touched the sand. So I tracked her, all the way to the mudflats, and that's when her tracks, they just stopped. No sign of meeting someone or something. No sign of a struggle. It's like one moment she was running and the next, gone. Look, I've heard some things about what you've done. Things that beg a belief. Now you can do this, please. Find Nessa. Bring her back to us. I wonder how much Lily squeezed out of those refugees from Oriath. Yes, she did risk her life and ship to save them. But I knew the Lily of old, a damn fine smuggler. And that Lily never did a good deed that didn't also turn a profit. I had a life before Lion Eye's watch. Not much of one by some people's standards, but it was good enough for me. Lily and I, we'd smuggle a bit of booze to keep our purses full. We were good at it, too. Made us a fine partnership, her quick mind and my steady nerves, right up until the day she left me drunk and trussed on Penance Key. By the time the blackguards unwrapped their present, she was halfway to Trathus. That's how I ended up here. Yes, it smarts a bit to look at her. But what right have I to say where the flotsam finally washes up? Never took much stock in the stories Lily told. Didn't sit right. Those full moon sacrifices her and her ilk would do out on the open water. But now, in light of everything, I'm obliged to reconsider. If it meant Nessa might be spared the attentions of that wretched Brine King, I'd even be inclined to slit a mutineering throat or two myself. Okay. Those shambling nobles out there on the strand, they left Oriath to die a bloody death, rats fleeing a sinking ship. Seems they learned a bit of the hard truth, though. Doesn't matter how much money you have, you can't outrun death when it comes for you. Can't say they've actually noticed, though. They're still the same flesh-eating bastards they've always been. Just a bit more obvious about it now. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Hier nehmen wir den ganzen Krempel. Ja, den Ring auch.
Stay So, sharp out there. noch Bestel hier. Gelaberer. Das ist mal ein geiler Stab. Oh, das ist weg. All the wonders of Rayclast by now, and a few things they likely wish they hadn't. Oh, and no need for us to speak of Orioth. My ears are brimful with the sorrows these wretched companions of yours have been spilling. Ey, für die kann ich nichts. Now, I'm sure you've noticed that Lion Ice Watch has seen better days. Our once bubbling township has, alas, become a brooding quagmire of gloom and despair. I blame the unrelenting weather. As you know, I am both a humanitarian and a strong believer in the soul-sustaining power of story. Back when I was still captain of the Merry Gull, many days at sea afforded me time to work on my thespian aspirations. I wrote a theatrical epic, a one-man show entitled Cedric and the Buxom Stranger. I sealed the manuscript inside a roll of oiled leather and stashed it in the hold for safekeeping. Perhaps you could salvage it for me from that tidal island upon which my poor ship came to rest. Who knows? Maybe we can bring some joy back to Lion Eyes Watch with a bit of live entertainment. Ah, Mann, der Now, Typ there's labert a so sorry viel. tale, more miserable than any dirge I've ever heard. Nessa's gone. Wandered off into the night, muttering to herself about dancing to his ditty. No, I didn't go after her. In truth, she was gone when I woke up the next morn. I only imagined she'd be muttering, you see, on account of the murmuring she's been making these past few weeks. Always the same, about him and his song, whoever in damnation he is. Er ist ja neidisch hier über das Lily Lied. Roth, Spaß. granddaughter of the legendary Rocktooth Roth. Oh, apologies if I seem a little giddy. It's not any old day you get to meet marine royalty. I mean, you know how I feel about pirates and all, but the Roths have as much in common with those scurvy sea rats as a shark does with a goldfish. Lily has her granddaddy's blood in her veins. It's plain for all to see. Look at the luster in her eyes, the ruddy blush of her skin. That there's a pirate princess, and no mistake. Yes, we live in curious times indeed. A time when old stories are being birthed, mewling and puking into our world of dirt and blood. It's all a bit inspiring, really. Hence, I've written a little something. Oh Gott. Ancient anecdotes now wake from their beds, looming in our fears, towering above our heads. Age-old lusts and bygone greeds, walking and reeking as humanity bleeds. Rivers of history, lakes of blood, the gods stand upon us as we cower in the mud. Okay. You won't find a sailor that doesn't whisper a quiet prayer to the Brine King before casting off. In fact, under the maddening radiance of a full moon, the more superstitious captains would drown some poor slave or failed mutineer just to keep old Tsoagoth happy. No, that wasn't a sneeze. That's the fish god's old Asmerian name. It's considered foul luck to speak it on board a ship. A keel-hauling offense. Okay. You'll not find a more renowned pirate as Whalem Rocktooth Roth. In times when Fairgraves was still a whelp earning his sea legs, Rocktooth was prowling the Strait of Orioth in his ship, the Black Crest. It's said he built it himself, lining its hull with the bones of some great sea beast he slew with nothing but a harpoon and a bottle of rum. Never was there a more nimble. Du vergisst wahrscheinlich das Schiff, auf dem ihr gestanden habt, aber hey. That Leviathan's spirit still lived and breathed in its timbers. No one sighted Rocktooth for 20 years or more, but I know where the Black Crest is. The ship graveyard, no less. Seems that Whalem Roth Der might Typ. have had his last meal with Lady Mervale.
Ah. So, was verkaufst du denn jetzt? Krempel. Verkaufen, brauchen wir nix. So, wir packen den Kram weg. Und dann wird schon Zeit, uns zu verabschieden. Die Gems können wir uns dann beim nächsten Mal durchlesen. Wenn es wieder PoE gibt. Ja, das dabei war.